Wir testen heute 5 leckere Kürbisrezepte mit der Ernte aus dem eigenen Garten. Was macht man eigentlich mit so einem Kürbis? Ich meine, es gibt so viele Leute, die schnitzen da Gesichter rein. Okay, vielleicht jetzt nicht in so einen Butternut, aber was kann man sonst noch so machen? Denn wirklich Geschmack hat er ja jetzt nicht. Wir probieren mal ein bisschen was. Los geht's. Okay, der Kürbis hat eine sehr feste Schale, kleine Kerne und ein sehr fruchtiges Aroma, wenn man dran riecht. Wir nehmen jetzt erstmal die Kerne raus. Und wir heben uns natürlich ein paar Kerne fürs nächste Jahr auf. Ich habe jetzt beide Seiten von Kernen befreit und nun schneiden wir die Kürbisstücke in gleich große Streifen. Also die Schale ist relativ stabil, da muss man schon ziemlich viel Kraft aufwenden. Und jetzt wird der Kürbis geschält. Das heißt, wir machen die harte Schale großzügig ab und schneiden den Kürbis dann in kleine Würfel. Ungefähr 2 cm breit, damit er gut gekocht werden kann. Das ist der komplette Kürbis, der ist jetzt hier im Topf drin. Und ich mache jetzt auch noch ein paar Kartoffeln rein, damit es ein bisschen sämiger wird. Und die werden jetzt natürlich auch alle noch klein geschnitten. Und, ich sie gerade noch da habe, 3 kleine Cocktailtomaten. Und das muss jetzt mit Wasser aufgegossen werden und ein bisschen kochen. Und während das jetzt munter vor sich hin kocht, machen wir schon mal die Zwiebeln fertig. Und die müssen jetzt natürlich auch klein geschnitten werden. Die Zwiebeln werden jetzt angebraten. Die Zwiebeln brutzeln noch fröhlich vor sich hin und wir machen uns schon mal dran, diese schönen fertigen Stückchen zu pürieren. Ich habe ein bisschen von dem Wasser abgegossen und wir nehmen jetzt ein paar von den Stückchen und tun die in den Topf, weil ich auch noch ein paar Stückchen drin haben möchte. Jetzt kommen die Stückchen da wieder rein. Unsere Zwiebeln sind fertig und werden jetzt einfach dazugegeben. Und auch noch ein bisschen Pfeffer. Wer mag, kann jetzt noch ein bisschen Grünes reinstreuen, wie zum Beispiel Schnittlauch oder Petersilie. Ich schneide die meistens frisch und habe immer was davon im Tiefkühler. Na gut, eine Sache fehlt noch. Ich habe gestern ein paar rohe Schinkenknacker gekocht und die werde ich jetzt noch mit reinschneiden. Das ist sie also, meine erste Kürbissuppe. Und ob die schmeckt, das erfahrt ihr jetzt. Es schmeckt sehr nach dem Kürbis und sehr nach den Zwiebeln. Ich finde die Geschmackskombination wirklich richtig klasse. Man hat hier eine schöne Mischung. Und wenn dann noch die Würstchen dazu kommen, denke ich, dann kommt da auch noch mal richtiges salziges Aroma mit rein. Viel Spaß beim Nachkochen, abonnieren nicht vergessen. Das ist der Kürbis, den ich im Garten geerntet habe, den ich für eine Melone gehalten habe. Und der wird jetzt hier lecker gebraten im Backofen. Dafür habe ich den Kürbis geschält und die Stückchen auf ein bisschen Olivenöl gelegt und Feta drüber gekrümelt. Das sieht doch mal lecker aus. Wir haben hier noch ein paar Reste vom Hokkaido-Kürbis
Und jetzt schaue ich mal, was die beste Zubereitungsart ist, wie man diesen Kürbis zubereiten kann. Als erstes möchte ich versuchen, ihn im Backofen zu backen. Das ist doch, glaube ich, das ideale Backblech, oder? Eigentlich lohnt es sich nicht dafür, den Ofen anzumachen. Aber es ist ein Test. Wir probieren das jetzt mal. Ich weiß, dass man Öl drüber machen muss. Und zwar nehmen wir dafür unser selbstgemachtes Knoblauchöl. Schön einmal drüber. Wie man Knoblauchöl herstellt, erzähle ich euch bald in einem neuen Video. Abonniert also den Kanal, um nichts zu verpassen. Sieht auf jeden Fall schon mega lecker aus und es riecht. Es duftet nach Knoblauch. Dafür kann man natürlich auch Butternut-Kürbis nehmen oder eine Auflaufform statt des Backblechs. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Als zweites möchte ich ihn gerne panieren und in der Pfanne braten. Als drittes möchte ich ihn gerne ohne Panade in der Pfanne braten. Mal schauen, wie das alles schmeckt. Los geht's. Die hier würde ich gerne panieren. Aber man soll ja für panierte Sachen immer sehr schmale Scheiben nehmen. Das heißt, ich werde die hier einfach nochmal durchschneiden. Dann holen wir uns das Ei und das Paniermehl ran. Dieses Stück können wir so braten. Das wird auch so einfach in der Pfanne gebrutzelt. Das Ei würzen wir noch mit Salz und Pfeffer. So kann man übrigens auch japanische Tempura backen. Wie das geht, zeige ich euch demnächst in einem anderen Video. Wie immer, Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Ich habe jetzt hier bewusst kein Tempura-Mehl genommen. Diese mache ich jetzt hier auf klassische Art, also in gewürztem Ei wenden und dann ins Paniermehl schmeißen. Das ist wieder so eine Sauerei. Ich habe jetzt vorhin schon mal was gekocht, deswegen ist da war jetzt nur ein bisschen Fleisch drin vorher. In die Pfanne kommen jetzt diese panierten Kürbisschnitzel rein. So, und auch unsere Solostückchen. Das klappt, das werden wir gleich sehen. Upsala. Hier ist schon wieder viel zu wenig Öl drin. Hier drinnen blubbert es schon ganz ordentlich. Ich habe die auch mal zwischendurch gewendet. Die sind jetzt hier 18 Minuten drin plus vorheizen. Das heißt, die sind definitiv fertig. Und jetzt kommt der Geschmackstest. Wow. Es wird mir ein inneres Blumenpflücken sein, dieses jetzt zu verkosten. Wir haben hier die panierten. Wir haben hier die gebratenen. Und hier die im Backofen gebackenen. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr wird am besten schmecken und warum. Zuerst die gebackenen. Sehr intensiver Geschmack. Richtig krass. Sehr herzhaft und gleichzeitig süß. Wow. Ich probiere mal eins mit Panade. Natürlich ziemlich kross. Also schmeckt schon ziemlich würzig, wie so ein Schnitzel halt durch die Panade. Aber innen der Kürbis ist halt super süß. Das hat natürlich auch seinen Reiz. Okay, jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Knoblauchöl im Backofen. Wie schmeckt es? Wow. Das ist echt unglaublich. Da kommt sogar noch ein bisschen so ein leicht säuerlicher Touch rein. Zu dem süßlichen und herzhaften dazu. Also wer sagt, dass Kürbis keinen Eigengeschmack hat, der lügt. Fertig. Das ist unglaublich. Am besten gefallen hat mir tatsächlich der einfach in der Pfanne gebratene, muss ich sagen. Pfannenkürbis habe ich später auch noch mit anderen Zutaten kombiniert. Es schmeckt immer super lecker. Wenn ihr zu Hause diese 3 Rezepte mal ausprobiert habt, schreibt bitte mal in die Kommentare, was euer Favorit ist. Würde mich wirklich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und natürlich auch einen Kommentar gerne. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.